Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget und es gibt tatsächlich einen neuen Stufe 300er Rekord. Der ein oder andere wird es bestimmt schon mitbekommen haben. Es haben mich auch schon ein paar Leute gefragt, ob ich dazu ein Video mache und ja, jetzt mache ich das Ganze dazu. Ich hatte den guten Marksman gefragt, der hier auf EU2 den Stufe 300 Rekord gebrochen hat, ob er mir ein kleines Interview gibt. Herzlichen Glückwunsch erstmal an der Stelle. Ja, Grüße gehen raus. Stufe 310 jetzt schon mittlerweile. Hat es tatsächlich geschafft, die doch sehr optimalen Umstände von W60 mit dem Berserker hier doch noch zu knacken. Das Ganze muss man natürlich dazu sagen. Da wurde ein Levelrekord aufgestellt von Melendez, den er mit dem Krieger erreicht hatte. Insgesamt, was waren es, in 11 Tagen, ne? Und ja, das hatte jetzt der Marksman hier mit dem Berserker gebrochen. W60 brauchen wir uns nicht unterhalten, hatte die optimalsten Voraussetzungen, die ein Serverstart jemals haben konnte. Ne? Da gab es zusätzliche Events, es war, glaube ich, Elevator Black Friday, da kam irgendwie alles zusammen und deswegen war es möglich, in so kurzer Zeit mit dem Krieger ja, so einen krassen Rekord auf W60 aufzustellen. Das Einzige, wie man das noch überbieten kann, ist halt das mit einem Berserker und halt eben extrem vielen Pilzen und halt auch Zeit, die man dann hier in das Game steckt. Ne? Und das hat der gute Marksman gemacht. Und ich hatte Ihnen ein paar Fragen gestellt, die mich persönlich jetzt so interessiert haben. Eventuell habt ihr noch Fragen an ihn, dann könnt ihr ihn das sehr gerne mal in die Kommentare schreiben. Und vielleicht liest er das, vielleicht beantwortet er das, ansonsten leite ich ihn ja, das weiter. Und ja, vielen lieben Dank erstmal, dass da ja, die Kooperation zustande kam. Und ich denke mal, ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Ja, und zwar hatte der Marksman hier, ne, wir hatten ja schon mal ein Video dazu gemacht, wo wir darauf aufmerksam gemacht haben, dass er 730.000 Pilze auf den Tacho aufgeladen hatte. Und ja, das hat natürlich erstmal schon ein bisschen für Aufsehen gesorgt, sag ich mal. Ne? Weil ich glaube, sowas gab es noch nie, dass jemand mit so vielen Pilzen direkt am Anfang einen Server gestartet hat, so. Viele haben immer schon erzählt, viele machen, aber keiner hat durchgezogen. So, ne? Und ja, er wollte eigentlich gar nicht großartig Rekorde jagen. Deswegen war meine erste Frage, du sagtest ja zum Start, dass du nicht zwingend den Rekorden hinterher rennst. Was hat dich dazu veranlasst, doch den Stufe 300 Rekord zu knacken? Ja? Ich lasse mal den beiden Gildenkampf durchlaufen hier, ne? Würde ich mal sagen. Wo sind wir denn hier? Nehmen wir mal den hier. Ja, da hatte er dazu gesagt, ich wollte den Berserker mit dieser Summe an Pilzen einfach mal bis zum Limit spielen und schauen, wie weit ich kommen würde in den ersten paar Tagen ohne den W60-Events, hat das auch nochmal erwähnt, weil es wirklich halt keine optimaleren Umstände gab. So, ne? Ja. Ich war überhaupt nicht auf Rekorde fokussiert, da ich einfach Bock hatte, richtig zu ballern. Level 69 am ersten Tag war nicht gewollt, nehme ich aber mit. Hat er ja auch den Rekord gebrochen, für den ersten Tag Stufe 69 erreicht. Ne? Da ist vielleicht beim nächsten Mal noch ein bisschen mehr, ne, drin, aber das ist schon fast das Optimale. Also ne, viel mehr ist dann nachher schon fast gar nicht mehr rauszuholen. Es sei denn, wenn man Stufe 17 erreicht, ne, dann geht es natürlich nochmal. Kann man nochmal einiges reißen. Ne? Der 300er Rekord war nur durch Twitch-Chat machbar. Offstream hätte ich so eine Show nicht abgezogen. Ja, der Twitch-Chat motiviert natürlich auch sehr. Ich kenne das ja auch aus den Livestreams so. Ne? Da wird dann nochmal gepusht, da wird motiviert und komm, da geht noch was. Und ne, wenn nicht jetzt, wann dann? So vom Ding her. Und dann wird halt eben durchgezogen. Ne? Ja, die nächste Frage, ab welchem Zeitpunkt hast du gemerkt, dass du doch den W60-Rekord einstellen kannst und was warst du bereit dafür zu tun? Da du sicher Gegner hattest, die kaum zu besiegen waren, welcher war dein schwerster Gegner und wie viele Tries waren nötig? In Klammern höchste Bersi-Kombi habe ich dann noch dazu geschrieben, weil ich habe das extra gefragt, weil wir ja auch Melendez, der den alten 300er Rekord hatte, im Interview hatten hier auf YouTube und der hatte halt zu mir gesagt, dass du halt nicht viel optimierter mehr spielen kannst. Er hat halt wirklich das letzte Fünkchen
keine Ahnung, halt das Optimum rausgeholt. So, ne? Wortfindungsstörung gerade hier. Auf jeden Fall, man konnte nicht mehr viel mehr optimieren so an dem Chart. Der ist bis zum letzten Strich durchoptimiert so. Und die Chancen von den Dungeons waren bei ihm schon bei 0,01 gewesen. Ne, alles andere war schon fast nachher nicht mehr machbar. Ne? Deswegen war halt bei mir so die Frage, okay, wenn das wirklich schon das Maximum ist, ne, was willst du dann noch toppen? Ja, mit einem Bersi ist halt alles machbar irgendwo, sag ich mal. Ne? Tatsächlich hatte ich damit überhaupt nicht gerechnet, den 300er zu brechen. Allerdings haben mir am 10. Tag nur noch mehr 16 Level gefehlt und bei ca. 290 wusste ich, dass ich das Ding in der Tasche habe. Hier der Clip, hier der 300er Clip. Ja, blende ich hier mal im Hintergrund ein. Und des Weiteren, sagt er hier noch, ich war bereit, die ganzen 0,01% Dungeons zu killen, obwohl ich sowas offstream niemals machen würde. Sowas geht nur mit Twitch-Chat und einer guten Flasche Rotwein oder auch 2. Ja, das spielt dann auch noch mit rein, ne? Dann fallen die Dungeons bestimmt ein bisschen leichter. Denn, ne? Der 300er-Push war nur für Content, damit die Leute auch mal eine andere Spielweise erleben. Alle VODs, Clips sind auf dem Twitch-Kanal zu finden. Verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Wer Interesse hat, kann da auch gerne mal vorbeischauen. Es gab eine Phase, wo kein Dungeon mehr possible war. Da habe ich dann ca. 40.000 Pilze in den Greifen gesteckt, um Skills zu pushen, bis mir jemand in Twitch-Chat gesagt hat, dass ich einfach die Edelsteinmine auf ca. 5 machen kann, ohne Probleme. Meine war Level 1. Ja, sowas wusste ich nicht, weil ich vor 3 Jahren, als ich noch etwas gespielt habe, die Ressourcen dafür einfach zu teuer waren, haben sie ja anscheinend angepasst. Jan war der teuerste, der hat mich ca. 10.000 Tries gekostet, hätte aber mit mehr gerechnet. Ja, und hier blende ich nochmal im Hintergrund den Jan-Clip ein. Jan der Hämmerer, das hatte ich dann auch nochmal gefragt, so, weil bei Melendez waren es, glaube ich, bei dem teuersten Dungeon, wie viel waren es? Ich glaube 35.000 Pilze für den letzten Gegner, damit er auf Stufe 300 kommt, auch bei einer 0,01er Chance. Deswegen, ja, mit einem Berserker ist halt eben auch noch ein Stückchen leichter vielleicht zu pushen in dem ein oder anderen Dungeon. Nicht immer, ne? Aber oftmals ist es schon sehr hilfreich. Die höchste Bersi-Kombo war eine 14er, allerdings weiß ich nicht mehr, welcher Gegner das war. Und dann kommen wir auch schon zur nächsten Frage, die ich gestellt habe. Da du ja offen mit deinem Pilzstand umgehst, wie viele Pilze hat dich der 300er Rekord gekostet? Und da antwortete er, der 300er Push hat mich ca. 260.000 Pilze gekostet und das war es mir auch absolut wert für mich und hoffentlich hatten die Zuschauer auch eine geile Zeit. Ja, das sind natürlich Summen an Pilzen, die muss man erstmal im Wald irgendwo finden. Ne? Also das ist schon auf jeden Fall einiges, das kann man nicht sagen. Aber ich sag mal so, wenn man dafür eine geile Zeit hatte, 10 geile Tage verbracht hatte mit seinen Zuschauern im Stream und Spaß daran hatte zu pushen, ne? Und halt auch eben die nötigen Ressourcen dafür aufbringen kann, dann ist das natürlich alles andere als irgendwie verwerflich, sag ich mal so. Ne? Kann ja jeder mit seinem Geld machen, was er möchte. Ne? Und deswegen, da hatte der Melendez es auch gut gesagt, andere fahren vielleicht 10 Tage in Urlaub, stecken da den ein oder anderen Groschen da rein und haben dann da ihren Spaß. Ne? Andere pushen halt hier in Shakes and Fidget, haben da 10 Tage ihren Spaß. Ne? Leben und leben lassen, würde ich mal sagen an der Stelle. Ja. Die nächste Frage, die ich gestellt hatte, wie ist dein weiteres Vorhaben auf dem Server? Hast du vor, längerfristig zu spielen? Da antwortete er, die Mine skippe ich auf 100, während dem Leggy Dungeon, der ja bald kommen wird zu Ostern, und der 400er Rekord sollte auch drin sein, also das sind ja seine nächsten Ziele. Danach muss ich schauen, ob ich Zeit und Lust habe weiterzuspielen, da ich öfter auch in Dubai oder sonst wo bin und dort definitiv kein SF spielen werde. Ja? Weil es ja auch sehr häufig ist, dass viele, die mit solchen Summen hier in das Spiel reingehen, das hat man oft erlebt, die zocken dann so den ersten Monat, vielleicht den zweiten, vielleicht den dritten oder so, ne?
und hören dann auf zu spielen, weil sie halt eben hauptsächlich daran Spaß haben, sehr schnell im Level aufzusteigen, das Early Game mitzunehmen, Dungeons zu pushen, zu leveln, sich neu zu equippen und das geht halt alles Hand in Hand. Das ist nachher im Late Game nicht mehr so. Da ist alles sehr slow natürlich, ne? Man braucht sehr viel Ausdauer, man muss halt auch immer dranbleiben, sehr viel Zeit investieren und ja, diese Zeit, die überspringt man halt mit den Pilzen, die kann man später nachher nicht mehr überspringen. So. Deswegen hat man auch zum Anfang mit vielen Pilzen den meisten Spaß wahrscheinlich im Early Game. So, ne? Genau. So, die nächste Frage, die ich gestellt hatte: Bist du ein Langzeitspieler oder willst du es werden oder hast du eher Spaß am Early Game pushen und hörst dann ab einem gewissen Zeitraum auf? Da antwortete er, Langzeit ist absolut nichts für mich, da mir, wie gesagt, die Zeit und Lust dazu fehlt, aber dafür macht mir die Early-Game-Ballerei unfassbar viel Spaß. Ja, und die letzte Frage, die ich jetzt erstmal so gestellt habe, ist, du hast ja auch den Levelrekord für den ersten Tag aufgestellt, in Klammern 69, ne, also Stufe 69. Ne? Willst du in Zukunft nochmal angreifen und mehr erreichen? Generell nochmal Lust, einen Server zu starten und was wäre dort dein Vorhaben? Ja? Da antwortete er, ja, ich plane auf jeden Fall Level 70 am ersten Tag zu erreichen, falls das überhaupt möglich ist. Geplant wäre EU 5 oder EU 6 mit 1 Million Pilzen. Diesmal, falls ich zu Hause bin, und dort werden dann die eigenen Rekorde gebrochen. Ja, also wer da auf jeden Fall noch in Zukunft ein bisschen was sehen möchte, der kann da auf jeden Fall vorbeischauen. Ich bin selber sehr gespannt, ob das überhaupt möglich ist, weil ja, wenn du Stufe 70 erreichst, ey, holy shit, ne, da geht dann wahrscheinlich noch mehr so. Ne? Und ja, ich sag mal, es gab schon wirklich einige, die gesagt haben, ey, zum Serverstart, da baller ich wirklich so extrem viel rein, ne? Da lade ich 1 Million auf, so, ne? Das hat man immer so mit einem, mit einem Lächeln so abgehakt, so von wegen, ja, der labert nur. Und das war auch oftmals so gewesen. Ne? Aber das sind halt auch wirklich meistens nur die Laberer, ne? Rhabarber-Laberer, ne? Baba und so. Ne? Und ich glaube, der Marksman hatte vorher nirgendwo irgendwas angekündigt. Ich glaube, der hatte nicht mal Social Media oder einen Twitch-Kanal oder so. Das kam dann halt erst, ne? Ohne viel Reden, ne? Ohne viel Reden, zack, aufgeladen und war auf einmal da und dann geht's los. Ne? Ja, das auf jeden Fall. Deswegen würde ich Ihnen das auch zutrauen, damit 1 Million und die eigenen Rekorde da einzustellen. Ich bin gespannt. Weiß nicht, was alles so möglich ist mit einer fast unbegrenzten Ressourcenanzahl, sag ich mal, ne, was man in diesem Game erreichen kann. Ob das jetzt für das Game gut ist oder schlecht ist, das kann jeder selbst für sich entscheiden, so, ne? Aber ich sag mal, es sind wirklich meistens immer die Leute, die sehr viel in das Game stecken, die natürlich auch das Game irgendwo finanzieren, ne? Aber auf der anderen Seite halt auch eben wirklich halt häufig Spaß haben am Early Game und dann halt irgendwann wieder verschwinden, so, wenn das Game halt eben sich zu lange zieht. Deswegen braucht man da auch nicht irgendwie Angst haben oder so, ne, dass das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, dass man da früher oder später nicht mehr anschließen kann oder so, ne, weil immer, wenn man einen Langzeit-Free-to-Play-Spieler mit zum Beispiel einem Hardcore-Payer vergleicht, ne, dann spielt halt der Faktor Zeit eine große Rolle. Und bist du bereit, als Free-to-Play-Spieler über mehrere Jahre auch viel Zeit in das Game zu stecken, dann erreichst du auch den Fortschritt, den der Hardcore-Payer in der kurzen Zeit gemacht hat und überholt ihn sogar, weil er halt dann vielleicht irgendwann nicht mehr so viel Bock auf das Spiel hat und halt eben eventuell den Server quittet. So, ne? Nach wie vor, man kann sehr viel erreichen mit sehr vielen Pilzen in dem Game in kurzer Zeit, aber am Ende des Tages ist es trotzdem ein Langzeitspiel und halt eben auch über mehrere Jahre ausgelegt, dass man halt so weit nach oben kommt in der Ehrenhalle und das ist halt auch nach wie vor immer noch der einzige Weg. Na, gut, Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen, das kleine Video dazu. Vielen lieben Dank an Marksman, dass er sich hier bereit erklärt hatte, das schriftliche Interview zuzusagen. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, war sehr interessant. Wie gesagt, schaut auch gerne mal bei ihm vorbei, wenn er noch weiter streamt hier auf EU2. Wahrscheinlich das nächste Mal so mit dem Leggy Dungeon oder zwischendurch. Ich kenne da jetzt nicht seinen Streaming-Plan, aber ja, das war es soweit von mir.
Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.